Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Oder sollte ich besser sagen, Michaels Modellbauschule? Was es damit auf sich hat, das erfährt ihr gleich. Immer wieder sehe ich in den sozialen Medien, dass gerade Anfänger im Plastikmodellbau extreme Schwierigkeiten haben, sich in den unendlichen Weiten dieses Hobbys zurechtzufinden. Daher habe ich mir gedacht, ich mache eine Art Videokurs, in dem wir gemeinsam ein Modell bauen. Und das wirklich Schritt für Schritt. Ganz einfach erklärt, ohne irgendwelchen Zurüstschnickschnack. Und damit möchte ich euch einfach unter die Arme greifen und euch beim Einstieg in das Hobby Plastikmodellbau helfen. Bevor es aber soweit ist, da sehen wir uns andere wichtige Dinge wie das benötigte Werkzeug und anderes an. Daher werfen wir heute einen Blick auf die Bausatzverpackung, denn dort findet man schon sehr viele Informationen, was den Bausatz angeht. Eines vorweg, das ist heute einfach nur exemplarisch, das ist nicht das Modell, was in diesem Kurs quasi gebaut wird. So, anfangen möchte ich mit der Schachtel selber. Es gibt nämlich zwei Arten von Bausatzverpackungen. Solche, die sich nach oben öffnen lassen und solche wie diese da, die sich nur seitlich öffnen lässt. Letztere, also sowas da, die sind allerdings nicht so ideal, da man die Teile quasi herausrutschen lassen muss, was zu Beschädigungen führen kann. Am besten ist immer ein Karton, der nach oben aufgeht, aber da sind die Hersteller in der Pflicht. Aber nur, dass es ihr mal gehört habt, dass es da zwei verschiedene gibt. Ja, welche Infos findet man jetzt auf so einer Schachtel? Neben dem Hersteller da haben wir Revell und der Typenbeschreibung, da findet sich noch ein Bild, die sogenannte Boxart. Falls man also mit der Typenbeschreibung nichts anfangen kann oder der Text in einer fremden Sprache, zum Beispiel Japanisch, verfasst ist, dann weiß man zumindest, um was es sich bei dem Bausatz handelt. Lasst euch aber nicht von der teilweise fetzigen Aufmachung solcher Bilder verleiten. Diese sagen überhaupt nichts über die Qualität des Bausatzes aus. Weiter geht's mit der wohl wichtigsten Zahl überhaupt, nämlich da den Maßstab. Da haben wir jetzt 1:24. Das heißt also, dass das Fahrzeug, was da drinnen ist, eine 24-fache Verkleinerung des Originals ist. Bei zivilen Fahrzeugen ist es übrigens meist der Standard. Weitere wichtige Maßstäbe sind 1:35, 1:72, 1:48, 1:144 und 1:12. Natürlich gibt es noch mehr, aber diese trifft man am häufigsten an. Der Maßstab ist vor allem wichtig, damit ihr ungefähr wisst, wie groß das fertige Modell später wird. Wer da jetzt nicht rechnen möchte, der findet bei vielen Herstellern nur die Größe des fertigen Modells auf dem Karton, wie da. Da wissen wir, dass das Ding dann einmal 11,7 cm lang sein wird. Was findet man noch auf so einer Verpackung? Die Farbangaben. Die sind jetzt da auf der Rückseite, bei manchen Herstellern sind sie seitlich. Wir haben da die Farbangaben. Aber Achtung, da sind meistens nur die Grundfarben aufgedruckt, die man benötigt. Das ist eigentlich kompletter Blödsinn, denkt ihr euch vielleicht jetzt, und das ist es ja irgendwie. Die vollständige Liste der benötigten Farben, die findet man nämlich nur in der Bauanleitung oder vorab im Internet. Also da muss man schon vorher ein bisschen recherchieren. Ein weiterer Punkt, den einige Hersteller machen, das ist der sogenannte Skill Level. Den haben wir jetzt da. Anhand einer Skala, meistens von 1 bis 5, da sieht man schon auf den ersten Blick, wie schwer ein Bausatz zu bauen ist. Diese Anzeige ist aber nicht genormt. So hat da jede Firma ihre eigene Berechnungsmethode. Generell lässt sich aber sagen, dieses Level, das setzt sich aus der Anzahl der Teile und der Größe zusammen, also vom Maßstab. Aber wie gesagt, das Ganze ist nicht genormt und so kann ein Level 2 Bausatz der einen Firma jetzt ein Level 3 bei einer anderen Firma sein. Aber als Hilfestellung ist es praktisch und mit der Zeit, da kriegt man dann erst Gespür dafür, wie schwer ein Bausatz ist. Ja, und was auch noch oft vorkommt, da ist es jetzt nicht der Fall, aber einige
Hersteller nutzen die leeren Flächen, meistens ist die Rückseite unbedruckt, und manche Hersteller nutzen das und machen dann ein bisschen Werbung drauf, da weiß man dann noch, was es noch für andere Fahrzeuge oder sonstiges gibt. Tja, fassen wir also zusammen. Die Boxart, die zeigt mir, um welches Modell es sich handelt. Der Maßstab, der gibt mir die Größe an und teilweise zeigt mir nur ein Skill-Level, wie schwer ein Bausatz zu bauen ist. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Und im nächsten Teil, da zeige ich euch dann, welche Werkzeuge für den Anfang ausreichen und auf was ihr dort aufpassen müsst. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.